Willkommen im August in einem Monat mit vielen neuen, wunderbaren Updates und willkommen zu einem neuen Update hier aus der Brickworld. Auch heute geht es weiter an der Brücke vorne. Ich gehe auf euer Feedback ein. Ich setze einen Teil des Feedbacks um. Es wird weitergebaut natürlich und ich brauche natürlich wieder euer neues Feedback. Falls ich irgendwie komisch klinge, ich bin ein bisschen erkältet, aber das ist nicht Thema der ganzen Sache heute. Wir bauen an der Brücke weiter, da wird einiges Wichtiges heute stehen. Wir machen den Brückenschlag, wir verbinden heute zum allerersten Mal den Pfeiler mit dem Festland sozusagen. Und ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch, ihr bleibt dran und gleich geht's los. Bevor wir jetzt hier anfangen, weiter an der Brücke zu bauen, schauen wir uns erst nochmal den aktuellen Stand an. Und auch hier nochmal auf jeden Fall vielen Dank für euer Feedback und für euren Zuspruch für den bisherigen Bau. Und ich denke, ich werde wie immer euer Feedback aufgreifen und wir werden auf jeden Fall erstmal die ganze Sache hier nochmal um eine dieser Stufen erhöhen, damit der Maßstab einigermaßen besser passt und wir dann hier rüber spannen können. Es gab auch die Idee, es zweimal zu erhöhen, das wäre dann doch meiner Meinung nach viel zu hoch. Wir testen jetzt erstmal, dass wir das Ganze um eine Etage höher machen. Dazu habe ich hinten auch schon weitere Straßenstücke, die ich gerade recycle. Daraus werden wir jetzt höher, weil wir aus diesen Balken abnehmen. Das dürfte nicht so schwer sein. Eine Etage draufsetzen, den Balken wieder draufbauen, dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ich hoffe, es sieht dann von den Proportionen besser aus. Ich bin gespannt. Wir schauen einfach mal. Und so sieht das Ganze jetzt aus mit dem erhöhten Brückenpfeiler. Es ist, wie gesagt, um eine Etage erhöht. Sieht meiner Meinung nach jetzt von den Proportionen besser aus, wenn man jetzt vergleicht, was unter der Brücke ist und über der Brücke. Und ich glaube, noch eine Etage sozusagen höher wäre, glaube ich, zu viel. Wenn man sich das ein bisschen von hier weiter unten anschaut, glaube ich, passt das von der Höhe ganz gut. Ich habe es auch mal ausprobiert, wenn ich jetzt von hier oben eine Schnur hier runterspanne, da seht ihr übrigens die Schnur, einfach um jetzt mal so ein bisschen die Proportionen zu sehen, ist das, glaube ich, ganz gut. Und ich denke, das lassen wir jetzt erstmal so. Wenn sich zeigen sollte, dass es doch nicht passt, können wir es immer noch ein bisschen erhöhen. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall mal weitermachen. Das heißt, ich werde erstmal den Außenbereich der Brücke auf beiden Seiten rüberbauen, also den Gehwegbereich, damit ich da mal anfangen kann, mir zu schauen, wie ich das mit den Seilen mache. Die Straße, das ist jetzt nicht so wichtig, die kann man immer noch nachträglich einbauen. Wichtig ist jetzt erstmal zu schauen, wie wir den Außenbereich der Brücke fertigstellen. Da werde ich jetzt weitermachen und ich schaue einfach mal, wohin die Reise geht und dann schauen wir uns das Ganze gleich im nächsten Take nochmal zusammen an. So sieht der erste Schritt aus. Ihr seht, der Teil der Brücke inklusive des Gehweges, also dieser massive, feste Teil, der ist ja wirklich massiv gebaut. Aber das ist wirklich bombenfest, wenn man das so überhaupt noch sagen darf. Ist jetzt hier vorne angeschlossen an den richtigen Gehweg. So musste ich hier noch ein bisschen den Felsen umbauen. Und ich habe gemerkt, dass ich mich hier ein bisschen vertan hatte mit dem Anschluss. Das habe ich jetzt auch gleich gelöst. Befürchte aber, dass sich das gleiche Problem da drüben auch noch replizieren lässt. Jedenfalls ist das jetzt hier fest hier dran. Ihr seht, es ist auf einer richtigen Höhe. Ich habe mich nicht verrechnet. Wir kommen auch richtig an der richtigen Stelle an. Also alles super, nicht verrechnet, nicht verbaut. Höhe passt. Winkel, an dem wir sogar ankommen, passt. Also das ist alles praktisch super. Und es sieht auch so aus, als hätte ich das Fliesenmuster richtig angefangen. Auf jeden Fall seht ihr jetzt schon mal hier die Verbindung. Und das Ganze ist jetzt schon relativ stabil. Also es hängt jetzt nicht irgendwie durch. Es ist sehr, sehr stabil. Dann da drüben wird das Ganze hängt ein bisschen durch, seht ihr jetzt. Aber das ist dadurch gegeben, dass hier noch nicht die massive Struktur mit auch diesen 8x8er Plates, die auch hier nochmal richtig Stabilität in das Ganze reinbringen. Und vor allem, wenn die ganze Struktur auf dieser Dicke über diesen Weg läuft, dann ist die in sich schon sehr stabil. Machen wir da drüben dann auch noch und dann ist die Brücke auf jeden Fall sehr, sehr stabil. Das ist der nächste Schritt und wir schauen das Ganze gleich nochmal an. Und so schnell kann es gehen, zumindest hier im Video. Ihr seht, auch die andere Seite ist jetzt soweit fertig. Ich habe auch schon ein bisschen angefangen, hier oben die weiteren Steine drauf zu bauen. Aber wir haben jetzt beide Seiten miteinander verbunden. Da drüben musste ich noch ein bisschen am Felsen arbeiten, damit das alles jetzt von der Höhe und von den ganzen Strukturen hineinpasst. Dann musste ich auf jeden Fall noch ein bisschen an den Tischen rumschrauben, weil eben die Höhe der Tischbeine noch nicht passte. Also es war ziemlich viel zu tun. Ergebnis ist vielleicht nicht so viel, aber es war zeitlich relativ viel zu tun. Was ich auf jeden Fall heute noch machen werde, das mache ich jetzt auch gleich bis zum nächsten Take. Wir fließen jetzt hier mal komplett rüber, machen auch die Außenstruktur, denke ich. Und dann werden wir mal von mindestens auf einer Seite eins der großen Seile spannen. Da bin ich gespannt, wie das Ganze aussieht. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt, denn das ist ein Punkt, da brauche ich unbedingt später euer Feedback. Jetzt aber erstmal hier weiterbauen. Ich bin gespannt, wie das Ganze weiter aussieht.
Hier seht ihr das ja im Prinzip Endergebnis des heutigen Tages. Ihr seht, dass ich jetzt hier alles soweit erstmal fertig gehabt habe. Die Fahrbahn fehlt natürlich noch, das machen wir in einem der nächsten Updates, aber das ist nicht so wichtig. Ich habe hier außen jetzt mal angefangen, ein Geländer zu bauen. Ich habe die Seite hier komplett verfließt und auch sehr wichtig, ich habe mich jetzt dazu entschieden, wie wir das Ganze machen mit den Seilen. Das hier ist im Prinzip ein Stahlseil. Wir werden 2 Stahlseile auf jeder Seite haben. Eins jetzt von hier nach hier. Hier ist die Verankerung zu sehen. Und dann geht von hier oben noch ein zweites Stahlseil, das dann ungefähr hier vorne enden wird, um die Brücke zu halten. Der große Vorteil in der ganzen Geschichte ist der, dass dieses Brückenkonstrukt in sich schon hält, ohne die Verstärkung der eigentlichen Seile. Also Lego-technisch gesehen hält diese Brücke einfach so, durch die stabile Bauweise. Das heißt, das hier ist eigentlich nur Schmuckwerk und dadurch habe ich die Möglichkeit, da ein bisschen mehr zu machen, als eigentlich ich machen könnte, wenn ich auch wirklich die Stabilität daraus bräuchte. Hier drin sind diese Stäbe drin, um das Ganze zu fixieren. Und hier oben ist es fixiert an dem Turm. Und hier unten seht ihr dann, habe ich so eine Art Verankerung gebaut. Das geht da rein, liegt aber eigentlich nur da drin. Sieht ein bisschen verkleidet aus, einfach so, dass es ein bisschen hübscher aussieht. Das gleiche machen wir auf beiden Seiten, dann noch da hinten. Ist zumindest meine Idee. Könnt ihr mir jetzt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Ich kann es heute eh noch nicht weiterbauen, denn ich brauche noch deutlich mehr von diesen Elementen. Davon habe ich gar nicht mehr so viele, wie ich bräuchte, um jetzt hier drüben das zweite Seil zu machen und dann nochmal 2 längere Seile dahin. Aber ich habe mich dazu entschieden, das jetzt mit solchen fixierten Stahlseilen zu machen, anstatt mit diesen hängenden, wo dann so einzelne Seile runtergehen, weil ich glaube, das bringt den riesen Nachteil, dass jetzt noch mehr von der Sicht verloren geht. Und so haben wir jetzt einfach nur diese 2 Striche, im Anführungsstrichen, die das Ganze dann blockieren mit der Sicht nach hinten. Aber ich glaube auch so, auch von der Höhe wirkt es jetzt ganz gut mit der Erhöhung und den Seilen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Wie gesagt, das schreibt ihr mir gerne in die Kommentare. Wie immer. Und dann gehen wir darauf in einer der nächsten Episoden ein. Wir werden auf jeden Fall in einem der nächsten Episoden, wenn es dann um die Brücke geht, hier die Straßen einbauen mit den ganzen Beleuchtungselementen, die noch fehlen. Und ich wurde oft gefragt, ich wurde oft angesprochen, ja, hier ist tatsächlich nur ein Straßenbahngleis, wobei hier 2 sind, denn dieses Straßenbahngleis muss noch rauskommen. Das heißt, das werden wir in einer nächsten Episode wieder rausmachen, denn wir haben ja durch die Umbauarbeiten hier vorne nur noch ein Gleis, das in diese Richtung geht und deshalb gibt es hier vorne eigentlich auch nur noch ein Gleis. Das heißt, das eine Gleis kommt raus und dann werden wir hier weiterarbeiten. Ansonsten wisst ihr ja noch aus dem alten Layout, dass wir hier auf dem kleinen Fischerboot hier Venom hinten drauf haben. Dazu gab es ja eigentlich noch die kleine Aktion hier mit Spider-Man. Da könnt ihr mir auch noch in die Kommentare schreiben, ob wir das wieder so einbauen sollen oder nicht. Ihr habt eine andere Idee mit Spider-Man, weil Brücken wie die hier sind natürlich prädestiniert dafür, dass man irgendwas mit Spider-Man einbauen könnte. Ansonsten werde ich wahrscheinlich in einem der nächsten Updates auch jetzt anfangen, hier die weiteren Lücken zu schließen. Ich habe jetzt die Teile, die ich für die Bojen brauche. Das heißt, wir können hier mit dem Wasser weiterbauen, auch endlich vielleicht diese Lücke hier schließen. Und dann haben wir hier mit dem Wasser langsam alles fertig. Dann schließt sich hier vorne eine sehr, sehr große Lücke. Wird einige Updates noch dauern, das hier alles zu schließen. Aber ich glaube, die Brücke lohnt sich auf jeden Fall und bringt hier nochmal ein bisschen was Größeres in die ganze Geschichte rein. Und mir gefällt vor allem auch, wenn man mal hier reinschaut, der Blick von hier nach hinten, das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ansonsten würde ich sagen, das war's für das heutige Update. Wir sind ein ganzes Stück vorangekommen. Schreibt mir, wie gesagt, alles in die Kommentare, was ich angesprochen habe. Ansonsten sage ich nur noch vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim selberbauen und wir sehen uns dann das nächste Mal hier in der Brickworld und ich sage Tschüss.